Schönen guten Morgen, hier ist Volle Kanne mit der Freitagsausgabe. Wir schicken Sie mit 1,5 schönen Stunden ins Wochenende und es wird eine reine Männerrunde. Ich habe mir ein echtes Traumpaar eingeladen. So gut wie die beiden haben selten zwei Männer im Fernsehen geknutscht. Das wird ein klasse Vormittag, der unter anderem auch so aussieht. Und verbotene Liebe. Zu Gast sind die Schauspieler Joe Weil und Töre Schölermann. Och nee, da ist fast, vielleicht später noch mehr. In dieser Sendung. Einen schönen guten Morgen. Servus. Guten Morgen, hallo. Morgen. In der verbotenen Liebe seid ihr Christian und Oliver, aber auch im privaten Leben gut befreundet. Ihr kommt gerade aus Malle zurück. Da warst du eigentlich mit deiner Freundin, aber ihr habt euch trotzdem dauernd gesehen. Ja, wir haben uns blöderweise doch noch da getroffen. Das ist ja auf Malle nicht so. Wir sind uns über den Weg gelaufen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir was zusammen. Habt ihr einmal frei von verbotene Liebe und dann Abspann auf Mallorca? Ja, aber unglaublich. Wir haben schon gesagt, jetzt drehen wir so lange zusammen und wir verstehen uns immer noch. Wir haben sogar zusammen eine Garderobe und wir gehen uns immer noch nicht auf die Nerven. Es gibt wenige Menschen, die ich so oft sehe wie Tore. Ja. Das ist tatsächlich Das heißt ein bisschen wie ein altes Ehepaar, oder? Sagen uns, es hat Züge davon, sagen die Kollegen oft. Ja. Wenn wir über irgendwelche Dinge diskutieren oder uns unterhalten, dann hören wir immer mal, oh, ihr seid echt wie so ein altes Ehepaar. Ist das gut? Nee, Ich weiß jetzt auch nicht. Ist das was Gutes? Lass uns Was sagt denn aber deine Freundin dazu? Ihr seid zusammen im Urlaub und dann triffst du dich dauernd mit ihm. Ja, die sind ja sehr gut befreundet. Ich bin ja schon ein bisschen eifersüchtig. Ja, das ist ganz schlimm. Sie wollte sich am liebsten jeden Tag mit ihm treffen. Da habe ich gesagt, komm, so, das reicht jetzt. Und nein, also die verstehen sich gut und das ist alles sehr harmonisch. Ja. Zu harmonisch fast. Da müssen wir uns echt eigentlich klingt das fast schon langweilig. Also irgendwie streiten wir auch viel. Ja, natürlich. Doch, um jetzt einen Spannungsbogen reinzubringen. Ja, doch, ja, stimmt. Wir haben auch Dinge, wo wir anstoßen. Verbringt ihr teilweise 7 Tage die Woche miteinander? Weil am Wochenende seid ihr dann auf irgendwelchen Fantreffen unterwegs, irgendwelche Events von A nach B. Das ist irgendwie schlimm zu hören, ja. Ihr habt aber dann kein Doppelzimmer, oder? Auf Reisen. Hatten wir auch schon. Also es ist, wie Tore gerade meinte, wir sind jetzt seit 3 Jahren echt permanent zusammen und dafür verstehen wir uns richtig gut nach wie vor. Das ist echt ein großes Glück, dass das so passiert ist. Also es hätte ja auch sein können, dass wir uns auf den Tod nicht riechen können und dann wäre das echt eine harte Zeit gewesen. Dann hätte das mit dem Knutschen auch nicht so gut funktioniert, ne? Das ist das so, aber das mit dem, muss ich auch sagen, mit dem Bettteilen, das war auch echt unentspannt. Ja, das war jetzt nicht so. Dabei. Also Garderobe ist in Ordnung und hier so zusammensitzen ist auch in Ordnung, aber Bettteilen war dann echt schon hardcore. Was ich ja gar nicht so auf dem Zettel habe, euer Liebespaar, das ihr spielt in der verbotenen Liebe, ist ja mittlerweile weltweit auch so gefragt. Ihr Kanada, USA, überall auf der Welt werdet ihr geguckt, obwohl es da natürlich in Amerika nicht die verbotene Liebe im Fernsehen gibt, oder? Ja, das ist ganz spannend. Das haben irgendwann Fans angefangen, unsere Szenen zusammenzuschneiden, auf YouTube zu stellen und da Untertitel drunter gesetzt. Und so kam das nach Amerika. Plötzlich guckten es ganz viele Leute und inzwischen gibt es das mit allen Sprachen, die ich kenne, und auf der ganzen Welt schauen es Leute. Das ist echt verrückt. Also das hat echt so eine Dynamik, da hat sich so eine Dynamik entwickelt, was wir selber überhaupt nicht geglaubt haben. Da standen wir irgendwie, wurden eingeladen nach Kanada ganz am Anfang und wir saßen und dachten, oh Gott, was erwartet uns da? Wir fliegen jetzt mal rüber. Und dann war das tatsächlich so, wie uns das gesagt wurde. Wir haben dann einen Presseauftritt und so gehabt. Und also du warst da mitten in der Jury plötzlich zum Mr. Gay World. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal mache. Ich dachte irgendwie, es wäre dann irgendwie die Miss Iserlohn, da wo ich herkomme, vielleicht mal irgendwann, aber es war dann auf einmal dann der Gay World. Heiße Geschichten. Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag mit euch zwei Hübschen. Wir zeigen übrigens auch Szenen von der Hochzeit. Ihr schreitet ja zumindest kein Traualtar. All das noch in dieser Sendung. Und wenn Sie Fragen haben, immer her damit. Per Telefon oder per E-Mail vollekanne@zdf.de. Und ich besorge noch ein bisschen Wasser. Ich habe gehört, du litterst 7 Liter am Tag. Ach, du weißt ja alles. Oder? Ja, das stimmt. Ja, ich trinke ganz viel, weil das gesund ist. Und für den ich bin nicht Stoffwechsel. fitter. Ja. Ja. Ich will das eigentlich alles essen jetzt. Ja. Okay. Haut rein. Wir haben noch mehr davon, hinten im Haus. So süß. Volle Kanne Frühstück mit dem Traumpaar aus Verbotene Liebe. Schauspieler Joe Weil hat den Kollegen Töre Schölermann mitgebracht. Und der hätte auch gern einen Hund, ne? Ja, ein Schäferhund ist immer, also wir haben ja Hunde zu Hause, aber so ein Schäferhund finde ich echt total super. Also einen reinrassigen Schäferhund finde ich echt richtig schön. Ja. Sagst du, ihr habt Hunde zu Hause? Ich dachte, ihr hättet überhaupt keine Haustiere, weil überhaupt keine Zeit. Ach so, ja gut, das ist auch so. Also in Köln, also ich komme eigentlich aus dem Sauerland und da haben wir sehr viele Tiere. Also wir wohnen so halb auf dem Bauernhof und da müssen natürlich Hunde hin. Und hier in Köln ist leider keine Zeit. Ja. Also ich hatte meinen Hund einmal mit im Studio und der fand das überhaupt nicht gut. Ja. Naja, auch die ist rumgerannt und hat Spaß, also eigentlich. Aber da gab es halt keine Wildschweine zu jagen und das war für sie irgendwie komisch, glaube ich. Dass man in so ein Haus reingeht und ich da drin auch bleibe.
Das war für sie komisch. Ja gut, in der Stadt geht halt nichts, ne? Mit Haustieren. Ich mein, Reiten geht ja dann doch, oder? Du hast ein Pferdchen. Auch wir haben ein Bild, wir haben zumindest ein Foto da, das dich Reiten zeigt. Ist das nicht deins? Nee, das ist ja das Schöne. Eigentlich darf ich nicht mehr reiten jetzt bei der verbotenen Liebe, aber durch eine schöne Presseaktion, das war damals auf der Equitana, durfte ich dann doch mal wieder reiten mit einer extra Versicherung durch die Produktion und ja, da durfte ich. Also ich durfte auch in der Serie reiten und jetzt dann da auch auf der Quitana. Wie teuer bist du da versichert? Weiß man dann, wie viel man wert ist? Nee, ich weiß ja nicht. Also 150 € wenn das schon sein. Ja, bestimmt. Du hast Angst vor Pferden? Ja, schon so ein bisschen. Also Pferde flößen mir Respekt ein. Warum? Die sind so groß. Eine Erfahrung gemacht mit irgendeinem Gaul? Jein, also ich bin nicht auf dem Land groß geworden, deswegen hatte ich als Kind gar nicht so den Bezug zu Pferden. Und eine Großtante von mir wurde von einem Pferd in die Schulter gebissen. Und ich habe als Kind dieses Bild, wie die wirklich monatelang rumlief und immer, oh, meine Schulter. Und deswegen habe ich Angst vor Pferden. Und das ist jetzt das Spannende beim Drehen. Er braucht nicht spielen. Tore hat mich inzwischen so weit bekommen da beim Dreh, dass ich mich traue, ein Pferd aus der Hand Gras fressen zu lassen. Das habe ich 30 Jahre nicht gemacht und durch das gute Training beim Dreh... Das ist ja fast therapeutisch, so eine Filmarbeit. Das hat was, Ja. Nee, aber wir haben ja echt jetzt viel auch mit Pferden gedreht und so. Und das ist natürlich da schwierig, dann, wenn das dann so alles so schnell gehen muss und wenn dann wirklich so eine Angst da ist und die Pferde irgendwie dann auch noch von oben kommt, was für Pferde ja ganz schlimm ist, dann der Ton und so riesen Reflektoren und so. Und die Pferde stehen dann da und denkst, oh Gott, gleich springt hier ein Pferd hoch. Und das darf man dann vielleicht nicht sagen, aber die sind ganz ruhig. Die nehmen auch nicht die Hand, also wenn du... Nein, das machen sie ja tatsächlich nicht. Aber so weit sind wir doch schon, Jo. Also es geht mit Zittern. Ich habe einfach nach wie vor echt Respekt vor denen. Das sollte man vielleicht sich auch bewahren, falls dann doch irgendwann mal was schief geht. Wir wollen einen Blick auf eure Karriere werfen und auf euch beide in der verbotenen Liebe. Die Kollegen haben ein bisschen was zusammengeschnitten. Bitte sehr. Küsse zwischen Männern, früher ein Skandal, heute ein Quotenhit. Tore Schölermann und Jo Weil spielen Christian und Olli in Verbotene Liebe. Allabendlich begeistern sie Millionen Fans. Zur besten Sendezeit ist Männerliebe kein Ab, sondern ein Einschaltgrund. Ich habe keine Outing-Probleme. Du pumpst hier doch nur so rum, weil es für dich ein Riesenproblem ist, dass du auf Männer stehst. Ich bin nicht schwul, kapiert? Die Geschichte des Serienpaares beginnt schwierig, denn Christian ist noch nicht geoutet. Trotzdem funkt es zwischen den beiden und sie werden ein Liebespaar. Die Seriencharaktere Christian und Olli sind sogar im Ausland bekannt. Sie bekommen Fanpost aus aller Welt. Nach 3 Jahren voller Höhen und Tiefen stellt sich für Olli nur noch eine Frage. Christian. Du bist der Mann meines Lebens. Christian. Möchtest du mich heiraten? Es ist die erste schwule Hochzeit in 15 Jahren verbotene Liebe. Ob die Heirat der beiden zur Märchenhochzeit wird oder Christian vor dem Altar doch noch kalte Füße bekommt, das bleibt geheim. Vorerst. Ach, so süß. Es ist noch nicht ausgestrahlt, ne, die Hochzeit? Nein, die läuft nächsten Freitag. Ja. Nächsten Freitag geben wir uns das Jawort um 18 Uhr in der ARD. Vor Dirk Bach. Ja. Da muss man sich aber doch zusammenreißen, dass man nicht lacht, oder? Nein, das war wirklich, also das war wirklich, da hatten wir so ein bisschen, wir haben gedacht, oh Gott, was wird das jetzt? Wird das irgendwie so auf die Schippe genommen oder so? Aber der Dirk hat das so, das war wirklich, der war sehr, ganz professionell und hat das super gemacht. Also ganz anders, als man ihn sonst kennt. Sehr sympathischer Kollege, vollkommen zurückgenommen, ganz bescheiden, wirklich, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Was mir die ganze Zeit als Frage auf den Lippen liegt, was sagt deine Freundin, wenn du im Fernsehen immer einen fremden Mann küsst? Sie sagte, sie hat da so ein bisschen Angst, weil sie sagte, Mensch, das sieht so echt aus. Und oh Gott, ja, da kriege ich manchmal auch einen Schrecken. Aber ja gut, das ist halt der Job. Ne? Ja, das ist ja auch Schauspielerin, ne? Die ist ja auch Schauspielerin. Ja, sie ist zum Glück Schauspielerin. Das ist der Vorteil, ja, dass sie halt wirklich das kennt. Und ich glaube, vielleicht wäre das sonst nicht so einfach. Also sie hat damit kein Problem. Ja. Habt ihr das dann vorher noch mal intensiv geübt? Ich denke mal, als Schauspieler, geknutscht hat man ja schon öfter wahrscheinlich, auch vor der Kamera. Aber dann, einen Mann zu küssen, stelle ich mir dann noch mal ganz speziell vor, oder? Also geübt haben wir das nicht. Es war, irgendwann stand das im Drehbuch, dass wir uns küssen müssen. Ja, war ja irgendwie vorhersehbar, ne? Dann haben wir gesagt, okay, es kam das bitte und wir haben uns das erste Mal geküsst.
Das Gute war ja auch, dass es so für einen selber dann auch das erste Mal ist und in der Rolle zum Glück auch. Wir mussten jetzt nicht jemanden spielen, der das schon 1000-mal gemacht hat. Du noch mehr als ich. Du warst ja schon, hattest ja schon was mit dem Mann. Für mich, ich konnte ja auch überrascht tun und ich habe schon 1000-mal im Interview irgendwie gesagt, dass es auch echt anders natürlich ist, wenn man jetzt sieht. Jo hat ja schon sehr viel Bartwuchs. Aber das ärgert mich auch sehr. Schöner, weicher. Kann man ja vorher noch mal cremen, oder? Damit es nicht ganz so kitzelt. Ach, das geht? Das sollten wir mal ausprobieren. Er stellt sich da ja gerne als das Opfer hin. Ich darf den Bart ja erst seit einem Jahr tragen. Er hat den von Anfang an. Sprich, ich leide viel länger unter seinem Bart und möchte jetzt keine Kommentare mehr über meinen Bart hören. Okay, dann lasse ich es jetzt. Aber das sind so unsere Probleme, die wir dann beim Drehen haben. Ja, wir besprechen gleich weiter die Probleme. Wir werfen auch noch mal einen Blick zurück in die Geschichte des Männer-Männer-Filmkurses. Jetzt geht es erstmal Armin Rossmeier dran. Und ich glaube, er hat auch heute was Süßes für uns. Okay. Ich nehme Brötchen.